Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, zuallererst kann ich mich wieder mal nur bei euch bedanken für eure zahlreichen Kommentare unter dem Video gestern, so schon wie den Tag davor. Also ich hatte mir jetzt heute Nacht auch wieder alles durchgelesen gehabt und ja, es ist natürlich nach wie vor immer noch sehr viel Kritik unter den Kommentaren zu lesen, das ist natürlich auch ganz klar, weil natürlich viele von euch auch nach wie vor immer noch sehr aufgebracht sind und ja, teilweise wurde von mir auch meine ehrliche Meinung zu dem ganzen Thema gefragt, aber das ist das, was ich euch schon gesagt habe dazu. Ich sehe das Ganze als neutral, oder ich versuche das neutral zu verstehen, aus der Perspektive einmal von dem Endnutzer und einmal aus der Perspektive von Playa Games. Warum haben sie dieses Update gebracht und warum haben sie es so aufgespielt, wie es jetzt eben halt so nun mal der Fall ist. Das hatte ich in dem Video gestern beleuchtet und ja, wer da mit meiner neutralen Meinung jetzt nicht so zufrieden ist, ich habe keine eingenommene Meinung von irgendeiner Partei, ob es nun jetzt Playa ist oder jetzt aus der Community. Ich muss mich weder auf das Feedback der Community stürzen, um bei euch irgendwie besser anzukommen oder mit der Welle zu schwimmen. So, ne? Genauso wenig muss ich sympathisieren mit dem, was Playa immer macht, weil auch in der Vergangenheit haben die natürlich auch schon viel Scheiße gemacht und habe das auch sehr hart dann kritisiert, wenn da irgendwas gekommen ist, und so jetzt zum Beispiel auch bei dem Update hier. Ja? Nur, dass ich halt bei dem Update jetzt nicht alles so drastisch sehe, wie jetzt manche in den Kommentaren, und jetzt direkt aufhöre zu spielen. So, ne? Aber wie gesagt, wenn ich da, bevor ich da weiter drauf eingehe, heute um 16 Uhr startet ja auch der neue Server EU13 oder hat jetzt bereits gestartet. Und ja, falls ihr auf diesen Server spielen solltet oder wollt, dann könnt ihr sehr gerne hier den Code DORZA EU13. Dieser Code gibt euch einen Lebenstrank, ein Reittier und 100 Lucky Coins und ist bis zur Stufe 20 einlösbar, so wie jedes Mal, könnt ihr sehr gerne nutzen. Ist aber allerdings natürlich nur auf EU13 ja, verfügbar. Und ja, wie gesagt, es ist momentan halt eben das Thema Nummer 1. Das neue Update ist ja auch mit der größte, sag ich mal, die größte Veränderung, die designtechnisch hier so stattgefunden hat seit langer Zeit. Und ja, demzufolge ist natürlich auch klar, dass der Aufschrei natürlich auch sehr groß ist. Wie gesagt, ich hatte auch bei diesem Update viel zu bemängeln. Viele Fehler sind hier ja auch mitunter, die sich eingeschlichen haben. Designtechnisch kann man sich drüber streiten, ob das jetzt nun ein Design ist, was man jetzt nun so wirklich, ja, wo man drauf steht, was man mag, so, ne, oder ob einem das alte mehr gefallen hat, das sei ja ganz hingestellt. Aber diese Hauptkritikpunkte, die ihr ja auch in den Kommentaren genannt hattet, da bin ich ja auch hundertprozentig bei euch. Das ist halt eben dieses Umständliche, dass man mehrere Klicks braucht, um irgendwo hinzugelangen und so weiter und so fort, ne? Das ist das, was ich zum Beispiel aus der Sicht der Community genauso sehe, wo ich komplett bei euch bin, ne? Und dann versuche ich halt eben auch wiederum von Playas Seite aus zu denken, okay, warum haben sie das jetzt nun alles so gemacht, wie es jetzt nun gekommen ist? Ja, wahrscheinlich so, weil es halt in einer gewissen Art und Weise, die wir jetzt als Spieler wahrscheinlich noch nicht so realisieren oder verstehen können, mehr oder weniger umsetzbar sein muss, beziehungsweise es umsetzen mussten, um halt eben potenziellen Platz für neuen Content zu machen. Und am Ende des Tages wollen wir ja auch alle mehr Content von dem Spiel haben, aber wenn es mit der alten Version nicht mehr so kompatibel gewesen ist, noch mehr Content in das Game reinzupacken, ja, dann ist das so ein bisschen, ja, wie sagt man, konträr zu der Aussage, man wünscht sich neuen Content, aber man kann keine Neuerungen vereinbaren irgendwie so, ne? Und wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und das Update, es hat auf jeden Fall hier auch seine kompletten Downgrades, das muss man einfach mal so sagen. Es ist manches ein bisschen komplizierter geworden und verlangt halt auch mehr Klicks und so, ne? Wenn jetzt wirklich jemand aufhören sollte, weil ihm das Design oder so nicht gefällt, ja, dann tut es mir leid. Da kann man dann auch jetzt nicht wirklich weiterhelfen, so großartig, ne?
Aber wenn in Zukunft wir uns neue Updates wünschen, dann müssen wir es vielleicht auch akzeptieren, dass sich halt das Game halt eben auch verändert mit der Zeit. Ja? Und das ist in der Vergangenheit öfter schon vorgekommen, dass das Game sich verändert hat. Und ja, danach kamen dann auch neue Sachen auf uns zu, neue Dinge, die wir erwarten konnten. Ich weiß noch, dass der Aufschrei war damals auch sehr groß, als die Remaster-Version rauskam. Klar, da ist auch nicht alles reibungslos verlaufen und vor allen Dingen wegen der Performance wurde sich halt eben auch extrem beschwert. Aber diesen Prozess, den man da durchlaufen musste, auch als Spieler, es ist irgendwo auch in einer gewissen Art und Weise ein Spießrutenlauf für die Community, jedes Mal so, ne? Und wir sind das ja schon gewohnt, sag ich mal, ne? Die jetzt schon lange dabei sind, solche Downphasen so zu durchleben, so, ne? Und meines Erachtens ist das jetzt von dem, was wir hier durchleben, lange nicht so schlimm gewesen, wie das, was wir zum Beispiel mit der Remastered-Version damals durchstehen mussten. Ja, falls ihr euch daran noch erinnert. Also, ne, was es damals auch für Fehler gab und ne, die Performance von Game, wie schlecht teilweise die auch gewesen ist und so, ne? Oder, ne, ich nenne mal nur Stichpunkt Backend, ja, was wir da nicht alles durchmachen mussten, ne? Und wie lange das sich hingezogen hat, ne? Nur um am Ende halt eben eine bessere Version des Spiels halt irgendwie für den Endnutzer bieten zu können. Ne? Aber es ist halt alles ein laufender Prozess, so, ne? Und wenn halt eben so ein Update live hier raufkommt, dann klar, kann es natürlich auch hier und da zu gewissen Fehlern kommen. Ne? Und ja, ich hoffe sehr, dass in Zukunft bei Playa, weil ja wirklich viel Aufschrei gekommen ist, so wegen dem Update, dass da nochmal eine ausführliche Schilderung kommt, dass ich jetzt zum Beispiel mich jetzt nicht irgendwie in diese Bredouille bringen muss, euch jetzt irgendwas zu rechtfertigen für das, was Playa gemacht hat. Da bin ich ja zum Beispiel gar nicht in der Position. Ich bin ja auch nur so genauso ein neutraler Beobachter wie jeder andere von euch auch. Ne? Nur weil bei mir irgendwie SF-Partner steht und ja, ich muss das Design hier oben noch auf jeden Fall anpassen. Ich weiß, ich habe es jetzt noch nicht geschafft. Ja, heißt das jetzt nicht, dass bei mir jetzt irgendwie die Meinung irgendwie eine andere sein sollte, als ja, jemandem, der von außerhalb hier auf das Game schaut, so, ne? Und das ist halt eben auch nicht der Fall, so, weil ich spiele das Spiel ja genauso wie ihr und wenn mir irgendwas auf den Sack geht, weil es umständlicher ist, ja, na klar geht mir das dann genauso auf den Sack wie bei euch dann zum Beispiel, ne? Und deswegen kann ich da teilweise dann halt auch nicht verstehen, wenn jetzt so gesagt wird, dass ich meine ehrliche Meinung dazu sagen soll. Wenn mich irgendwas abfuckt und wenn mich irgendwas stört, was Neues an dem Game und so, ne, dann werde ich schon meine ehrliche Meinung dazu sagen, so, ne, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, ne. Nur versuche ich es halt wirklich so zu verfassen, dass es halt weder ausfallend noch irgendwie beleidigend oder in irgendeiner Art und Weise mit Emotionen rüberkommt, sondern halt wirklich versuche, so neutral wie möglich an die Sache ranzugehen und da halt eben, ja, ne, nicht irgendwelche, ja, mit Emotionen zu handeln, weil dann macht man schnell mal irgendwas falsch, macht man schnell mal irgendwas verkehrt, wenn man so aus Emotionen handelt und nicht irgendwie das Ganze versucht rational zu betrachten, so, ne? Ja, keine Ahnung. Also eigentlich wollte ich mich heute gar nicht so rechtfertigen hier in dem Video, tatsächlich. Ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz den Code zeigen und sagen, dass wir jetzt übrigens live auf Twitch sind. Da können wir natürlich auch sehr gerne noch weiter einen Diskurs führen, wenn ihr natürlich wollt, ne? Ansonsten spielen wir jetzt gerade auf Twitch den Serverstart von EU13. Es wird heute wahrscheinlich ein sehr langer Stream werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich da und wenn ihr Zeit habt, natürlich auch sehr gerne da besuchen, vorbeischauen. Den Link findet ihr unten natürlich in den Kommentaren. Und dann ja, können wir da sehr gerne nochmal über das Update reden und ja, alles Weitere, was uns bis dahin denn so erwartet. Ansonsten, ja, bleibt mir da eigentlich nicht viel mehr weiter beizupflichten, als zu sagen, gebt den Ganzen ein bisschen Zeit. Ja, es ist in der Vergangenheit, haben wir meines Erachtens nach schon deutlich schlimmere Sachen durchlebt für einen viel größeren Zeitraum als das, was wir jetzt hier momentan gerade so durchmachen, ne? Und deswegen, ja, gucken wir, dass wir auf jeden Fall so das Beste draus machen, ne? Ich weiß natürlich, dass ich mich
ja, auch wie zum Beispiel in dem Video gestern mit meiner ja, neutralen Meinung, die ich jetzt nur an den Tag gelegt habe, jetzt nicht bei jedem unbedingt beliebt mache, so, weil wahrscheinlich von euch auch manche wollen, dass ich genauso gegen Playa bashe, aber ich sehe es halt einfach, ich erachte es als sinnlos, so dieses Bashing zu betreiben, weil es nichts bringt, sondern einfach nur halt eben Kritik zu äußern, wo Kritik auch angebracht ist. Und ja, natürlich könnt ihr da auch sehr gerne die Kommentare nutzen, um halt eben auch eure Kritik zu äußern oder euren Frust rauszulassen oder warum auch immer ihr einen Kommentar schreiben wollt, natürlich, ne? Ja, das ist so das, was mir so zu sagen bleibt zu der aktuellen Situation. Ich werde natürlich, wer jetzt gedacht, mich davon nicht weiter irgendwie beirren lassen und bin gespannt, wie sich das Game hier weiterentwickelt. Und freue mich definitiv auf die neuen Sachen, die uns ja, in dem Spiel hier nun erwarten können. Weil, wie gesagt, jeder Schritt, der in der Vergangenheit gemacht worden ist in irgendeiner Art und Weise tendenziell notwendig gewesen, um halt eben weitere Features oder ja, irgendwelche Updates, Erweiterungen auf das Game hier nachhaltig aufbauen zu können. Ja, das darf man immer nicht vergessen. So, und deswegen schauen wir einfach mal, was wird. Ich denke, das sind gute Schlussworte. Und ja, wie gesagt, schaut gerne im Stream vorbei. Ich bin live bis heute Abend, bis 0 Uhr, denke ich mal. Und noch, ja, ab 0 Uhr spielen wir dann das SpongeBob Horror Game live im Stream. Wenn ihr da vorbeischauen wollt, seid ihr sehr gerne dazu eingeladen. Ansonsten, ja, genießt das Wochenende, habt einen schönen Tag, ja, und mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen, außer Dankeschön auf jeden Fall für jegliche Art der Kommentare. Bedanke ich mich sehr, dass ihr euch da die Zeit jedes Mal dazu nehmt, einen Kommentar dazulassen. Und jo, bis dahin sehen wir uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal.